Der Handelskrieg zwischen den USA und China zieht weitere Kreise. Mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China beschert die US-Regierung dem Halbleiterriesen Nvidia Einbußen in Milliardenhöhe. Der Konzern werde eine Belastung von 5,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Lagerbeständen und Kaufzusagen verbuchen, teilte Nvidia mit. Schon unter dem vorherigen Präsidenten Joe Biden schufen die USA Hürden für den Verkauf der modernsten Hochleistungschips nach China. Nvidia konnte deswegen an chinesische Unternehmen nur eine abgespeckte und langsamere Version mit dem Namen H20 liefern. Doch nun hat die US-Regierung von Donald Trump Exportkontrollen auch für diesen H20-Chip nach China verhängt, und zwar auf unbestimmte Zeit. Die Nvidia-Aktie wird dadurch heute belastet. Im Xetra-Handel in Deutschland kommt sie aktuell um über 6% unter Druck. Und dazu begrüße ich Jenny Thier, die stellvertretende Büroleiterin Deutschland von Bloomberg News. Frau Thier, sind diese neuen Exportbeschränkungen für Nvidia eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg der USA mit China? Ja, schönen guten Tag. Es scheint so zu sein, dass es einfach nur ein weiterer Schritt ist einerseits. Andererseits, wie Sie ja auch schon angesprochen haben, hat ja auch schon die Biden-Regierung erste Schritte dahin getan. Es ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass sich sozusagen der KI-Krieg zwischen den USA und China weiter intensiviert. Und das zeigt sich eben dadurch, dass schon zum Beispiel chinesische Startups mit dieser heruntergespeckten Variante des Chips, der jetzt gebannt ist, in der Lage waren, sehr gute Innovationen zu schaffen. Und das hat offensichtlich die amerikanische Regierung verunsichert und jetzt noch zu diesen drastischeren Schritten sozusagen getrieben. Aber natürlich kann man das jetzt nicht komplett außerhalb des großen Zollkrieges sehen. Und man kann es auch so interpretieren, dass es sich um eine weitere Verschärfung dieses Konflikts handelt. Und Trump ist laut US-Präsidialamt einem Handelsabkommen mit China gegenüber aufgeschlossen. Peking müsse jedoch den ersten Schritt machen, hieß es da. Ist denn damit zu rechnen? Naja, es scheint jetzt gerade nicht so zu sein. Die Chinesen haben, so hören wir aus gut informierten Kreisen, dem Ganzen jetzt schon einen kleinen Stoß zurückgegeben. Nämlich sie haben jetzt die Forderung aufgestellt, dass die Amerikaner bitte jetzt erstmal mit mehr Respekt auftreten sollen. Es gab ja verschiedene Äußerungen aus der amerikanischen Regierung, die man durchaus als respektlos gegenüber den Chinesen interpretieren konnte. Und jetzt haben die Chinesen verlauten lassen, das wollen sie gerne, dass sich das ändert. Und zudem haben sie auch offensichtlich noch weitere Forderungen im Sinne, nämlich zum Beispiel auch eine direkte Kontaktperson aus Washington, mit der man dann über eventuelle Verträge verhandeln könnte, die dann auch später Xi oder Trump zusammen dann unterzeichnen könnten. Aber es sieht jetzt erstmal nicht darauf aus, als ob Xi jetzt zum Telefon greifen würde und Trump anrufen. Das kann er sich auch leisten, weil sozusagen die chinesische Öffentlichkeit hinter ihm steht. Und das gibt ihm natürlich auch sozusagen das Mandat, dort ein bisschen härter gegen die Amerikaner zu verhandeln und jetzt eben nicht sofort dem Druck der USA nachzugeben. Und welche Folgen direkter und indirekter Natur hat dieser Handelskrieg der USA mit dem Rest der Welt denn gerade für die deutsche Wirtschaft? Ja, für die deutsche Wirtschaft ist es natürlich als sehr exportorientierte Wirtschaft ein Problem. Wir haben natürlich unter anderem die Autoindustrie, es gibt aber auch Pharma, die dann eventuell noch mit unter gesonderten Zöllen zu leiden haben. Unter dieser chinesischen, amerikanischen Zollspirale, das ist ein weiterer Aspekt, unter der die deutsche Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Experten wie zum Beispiel vom IW Köln oder auch der Deutsche Außenhandelsverband haben eben gemutmaßt, dass es dazu führen könnte, dass Massen an billigen chinesischen Produkten jetzt auf den europäischen und damit auch auf den deutschen Markt kommen. Und das verstärkt natürlich letztendlich den Konkurrenzdruck. Für die Verbraucher könnte das hingegen vielleicht auch positive Nebeneffekte haben. Natürlich könnte das nämlich den Preis beeinflussen, denn je höher die Konkurrenz, desto niedriger der Preis. Und auch könnten zum Beispiel deutsche Unternehmen, wenn sie chinesische
Produkte importieren, die sie für die Fertigung ihrer eigenen Produkte brauchen, von den günstigeren Preisen profitieren. Aber ja, letztendlich wird es schwierig sein, damit umzugehen. Die EU diskutiert offensichtlich auch gerade zum Beispiel die Möglichkeit, Importkontingente gegenüber die potenzielle Flut von chinesischen Waren installieren zu können. Aber das sind alles noch Spekulationen. Es bringt halt auch viele Risiken mit sich. Sagt Jenny Thier. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Chinas Wirtschaft ist kurz vor der Eskalation im Handelsstreit mit den USA überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März um 5,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Damit übertraf China die Erwartungen, was jedoch zu einem großen Teil an vorgezogenen Exporten in Erwartung von US-Zöllen liegen dürfte. Der Ausblick ist nicht rosig. Die Einführung hoher Zölle durch die USA übt einen gewissen Druck auf den Außenhandel und die Wirtschaft aus, räumte das Nationale Statistikbüro ein. Die Inflation in der Eurozone ist weiter auf dem Rückmarsch und macht damit voraussichtlich den Weg für eine Zinssenkung frei. Das EU-Statistikamt Eurostat bestätigte heute eine frühere Schätzzahl, wonach die Teuerungsrate im März auf 2,2% gefallen ist, nach 2,3% im Februar. Zu Jahresbeginn waren es noch 2,5%. Die EZB peilt einen Wert von 2% an für den Euroraum und ist damit nun fast am Ziel. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Zentralbank in Frankfurt morgen die geldpolitischen Zügel erneut lockern wird. Es wäre das 7. Mal seit Juni 2024. Ja, und der DAX, der wird auch weiter vom Zollkrieg maßgeblich beeinflusst. Und die Exportbeschränkungen für Nvidia, die bremsen heute den DAX aus. 0,5% aktuell der Abschlag, den wir hier sehen. Allerdings die Volatilität ist doch deutlich zurückgegangen. Der größte DAX-Gewinner ist heute die Aktie von Sartorius. Der Laborausrüster hat im Auftaktquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Für das laufende Quartal zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Der Umsatz soll um etwa 6% steigen. Und rund ein Drittel seines Geschäfts macht Sartorius in den USA. Die neuen US-Zölle sieht der Laborausrüster aber entspannt. Wegen eines gut ausgebauten internationalen Netzwerks an Produktionsstätten, nicht zuletzt auch in den USA, und weil Sartorius gute Chancen sehe, mögliche Zölle an die Kunden weiterzugeben. Und deswegen sehen wir einen Plus von aktuell 3,9% bei der Sartorius-Aktie. Und der Handelskrieg, der treibt Anleger weiter ins Gold, in diesen sicheren Hafen. Heute geht es erstmals über die Marke von $3.300, aktuell ein Plus von 2,4%.